I'm sorry, this video is not in English. Please activate the subtitles below. Hallo meine Lieben und auch an alle Hater da draußen, hallo. Ich habe schon seit Ewigkeiten den Titel dieses Videos im Kopf. Und zwar schon lange bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, einen YouTube-Kanal zu gründen. Ganz oft, wenn ich Kommentare lese im Internet oder dieses ganze Hassgerede und die Trolle, die da lese, habe ich mir immer schon gedacht, please leave your hate here, weil ich einfach der Meinung bin, ich kann es vertragen. Ganz oft geht es ja darum, denjenigen zu verletzen oder auch einfach sich einfach nur auszukotzen. Und ich glaube, ich habe ein dickes Fell, ich halte das aus. Allerdings kann das auch natürlich sehr gut daran liegen, dass ich bis jetzt noch ziemlich verschont geblieben bin mit Hate. Ich habe keine negativen Kommentare auf meinen Videos. Oder wenn es mal was Negatives war, konnte ich eigentlich immer ganz gut Kontra geben. Und es hatte sich dann auch relativ schnell wieder erledigt. Das einzige Video, was so ein bisschen negativ bei euch ankommt, ist mein Urlaubsvideo auf Rügen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es hier gerne nachholen. Eins der meistgeklicktesten Videos, aber auch das Video mit den meisten negativen Kommentaren und auch Daumen runter. Die könnt ihr ja nicht mehr sehen, die Anzahl, aber es sind deutlich mehr Daumen runter als Daumen hoch, was wirklich das einzige Video ist bei mir, was dieses Verhältnis hat. Aber egal, es geht jetzt hier nicht so sehr um mich oder meine Videos, sondern es geht darum, dass ich in letzter Zeit auch sehr viel Hate mitbekomme, lese bei Twitter. Alles wird gehasst momentan. Ich weiß nicht, es war ja schon immer so eigentlich, aber durch Corona habe ich das Gefühl, sind die Leute noch frustrierter. Es werden Homosexuelle gehasst, es werden Transmenschen gehasst, es werden Frauen gehasst. Es gibt ja auch Quattromilf auf Twitter zum Beispiel, die erzählt davon, dass immer noch Rassismus sehr zugegen ist und auch sogar ihre Kinder betrifft, dass man Kinder mit dem N-Wort beschimpft und solche Sachen. Ich verfolge zum Beispiel auch Georgina Kellermann, eine Reporterin, die eine Trans-Vergangenheit hat. Und die wird auch regelmäßig irgendwie fertig gemacht, beziehungsweise versucht fertig zu machen, dass sie, ich will es gar nicht wiederholen, was da geschrieben wird. Auf jeden Fall sind es echt nicht schöne Sachen. Und ich denke dabei immer, jemand, der sowas schreibt, der schießt sich eigentlich selber ins Aus, der unterschreibt eigentlich selber ein Todesurteil quasi in seiner Reputation. Jeder, der dieses Kommentar liest, würde ja nicht denken, ja stimmt, sondern was bist du für ein Idiot? Also ich denke immer, dass Leute, die sowas schreiben, einfach selber erbärmlich sind und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, ich kann damit gut umgehen, würde das nicht an mich ranlassen, sondern für mich ist es einfach lächerlich, wenn Leute solche Sachen schreiben. Ja, ich will euch trotzdem noch ein paar Tipps geben, um mich zu hassen. Und zwar, ihr seht ja, ich bin dick. Ihr könnt schreiben, was ich für eine fette Kuh bin zum Beispiel. Ihr könnt euch darüber lustig machen, wie schlecht ich Englisch gesprochen habe. Ja, weil ich nämlich diesen Titel schon seit Ewigkeiten im Kopf habe. Wie gesagt, bestimmt schon seit 5, 6 Jahren oder so schwirrt mir dieser Titel immer wieder im Kopf rum. Und ich wollte das deswegen auch nicht auf Deutsch machen. Mir ist aber natürlich klar, dass wenn ein englischer Titel im Video ist, dass vielleicht auch Leute dieses Video sich anschauen, die halt gar kein Deutsch sprechen können. Und deswegen habe ich am Anfang ja dieses kleine Vorwort gemacht auf Englisch. Ich kann Englisch gut verstehen, aber mit Sprechen hapert es für mich leider doch zu sehr, dass ich dann ein ganzes Video auf Englisch machen würde. Das traue ich mir leider nicht zu. Also ihr könnt mich gerne dafür runtermachen, wie schlecht mein Englisch ist. Ihr könnt mich zum Beispiel auch runtermachen. Ich habe ja letztens ein Video gemacht, wo ich in dem Video gesagt habe, dass ich ein Grammar-Nazi bin, also dass ich sehr viel Wert auf deutsche Rechtschreibung und sowas lege. Habe aber im gleichen Video auch gesagt, dass etwas Sinn macht.
Mir ist durchaus bewusst, dass es kein richtiges Deutsch ist, weil Sinn kann man nicht machen, Sinn ergibt sich oder es ist etwas sinnvoll. Aber das ist für mich einfach in den Sprachgebrauch übergegangen und das sage ich einfach gerne. Und ich weiß, ich finde, wenn einem bewusst ist, dass es falsch ist, kann man es auch gerne bewusst falsch sagen. Man sollte nur wissen, wie es auch richtig geht. Ja, und ich bin eine Frau, wie ihr seht. Also man kann ja auch Frauen sehr gut hassen. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Incel bekannt ist. Ich wollte auch irgendwann mal noch ein Video machen über Incels, was nämlich auch eine Bewegung ist von frustrierten Männern, die einem tatsächlich ganz schön Angst machen können, wenn man das so liest, weil die einfach wirklich vollkommen in einer verrückten Realität leben und einfach alle Frauen total hassen. Und ich hatte tatsächlich auch schon Kontakt mit einem Incel über eine Dating-Plattform. Aber wie gesagt, das wäre dann ein Thema für ein extra Video. Thema Dating. Ich habe ja auch ein bisschen Kritik bekommen für meine Dating-Videos, weil ich zu hohe Ansprüche habe oder was auch immer. Da könnt ihr mich auch gerne für runtermachen. Ich bin offen für Diskussionen. Ich werde mich den Kommentaren auch stellen. Ich werde zum Beispiel auch niemanden blocken. Das ist auch so ein Thema, ja, was ich mir eigentlich auf die Fahne geschrieben habe. Ich habe nämlich auch so einen Kandidaten, der ab und zu mal Kommentare schreibt, die einfach unter der Gürtellinie sind, die auch politisch inkorrekt sind und so ein bisschen querdenkermäßig und was weiß ich alles. Also der hat so seine eigenen Theorien, was die ganze Welt angeht. Aber er löscht die Kommentare auch immer wieder selber. Oder die werden von YouTube gelöscht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wirft er mir immer vor, dass ich irgendwas blockieren würde, dass ich ihn blockieren würde. Aber das mache ich nicht, weil ich finde einfach, jemand, der sowas schreibt, muss auch selber dazu stehen. Einmal im Internet sozusagen hat man sich selber eine Art Zeugnis damit gegeben. Und es ist ja nicht mein Problem. Wenn sich jemand zum Idiot macht, soll er es gerne machen. Das spielt für mich keine Rolle. Deswegen würde ich das nicht blockieren. Ja, also haut drauf los, haut auf mich ein, haut auf die Welt ein, wenn ihr euren Frust mal ablausen wollt. Viele Leute müssen ja ihren Frust irgendwie im Internet loswerden. Dafür bin ich jetzt in dem Fall der Ansprechpartner oder die Anlaufstelle. Ich selbst habe auch Frust, aber ich habe zum Beispiel meine Vampire Sessions und mein Impro-Theater, um auch diesen Frust loswerden zu können. Ich muss dafür nicht irgendwelche Leute beleidigen im Internet. Aber wenn ihr euch nicht anders zu helfen wisst, wenn euer Leben so armselig ist, dass ihr darauf zurückgreifen müsst, andere Leute zu beleidigen, dann könnt ihr es gerne hier tun. Der einzige Deal ist, tut es ausschließlich hier und nicht bei den Leuten, die ihr beleidigen möchtet. Denn hier ist der richtige Platz dafür. Hier könnt ihr euch auskotzen, ohne halt wirklich diejenigen, die es betrifft, zu verletzen. Und das ist eigentlich so der Sinn dahinter. Mich könnt ihr, glaube ich, nicht verletzen. Ihr könnt mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß oder was absolut von den Haaren herbeigezogen ist, was also total unrealistisch ist. Ihr könnt mich nicht beleidigen, denn ihr kennt mich nicht. Das können eigentlich nur Leute machen, die mich kennen und die intime Details von mir wissen, die sie beleidigen könnten. Aber selbst das, ich stehe zu den Dingen, die ich tue. Und deswegen, es gibt nur eine einzige Person, glaube ich, auf der Welt, die die richtigen oder die falschen Dinge zu mir sagen kann, die mir wehtun könnten. Und ja, try me. Versucht mich zu verletzen. Ich bin gespannt, ob ihr es schafft. Und bitte lasst doch alle anderen dafür in Ruhe. Kotzt euch hier aus und nicht woanders im Internet. Ja, das ist quasi ein Selbsthilfevideo. Wenn ihr Frust habt, lasst ihn hier und nehmt ihn nicht mit ins weitere Internet. Und ja, ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte. Und ihr bleibt dran. Bis dann.